Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Underground Racing. Diesmal wieder mit einem Nissan, allerdings nicht mit einem Skyline, sondern mit einem ganz anderen Modell, was wir bisher so noch gar nicht auf unserem Channel hatten, nämlich einem 200 SX oder auch bekannt als Silvia. Das Auto war jetzt lange Zeit hier bei uns in der Bearbeitung. Kurze Vorgeschichte: Der Kunde hat das Auto zu uns gebracht mit einem von ihm gekauften Motor. Der Motor war schon aufgebaut, war eine Projektaufgabe. Der Motor lief angeblich schon mal, allerdings nicht in diesem Fahrzeug. Der Kunde hat das Auto angeliefert, wie gesagt, schon mit dem Motor grob eingebaut, und wir hatten im Endeffekt die Aufgabe, hier das Projekt soweit zu komplettieren. Dazu musste eine Ansaugbrücke bestellt werden, dazu mussten Einspritzdüsen bestellt werden. Natürlich ganz klassisch, man sieht es auch hier schon an meinem Pullover, eine Link G4X. Und dann am Ende, nachdem das Ganze eingebaut ist oder wurde, sollte es auch noch abgestimmt werden. Ja, soweit zur Theorie. Die Praxis sah dann leider mal wieder anders aus, so wie wir es oft schon in der Vergangenheit erlebt haben mit angelieferten Motoren, die angeblich top aufgebaut wurden. Es haben sich hier diverse Probleme ergeben. Wir haben das Auto im ersten Step soweit fertig gemacht und haben dann beim allerersten Motorstart schon festgestellt, dass der Motor sehr komisch klingt. Sehr laut, sehr mechanisch, einfach ungesund. Auch beim Gasgeben hat man schon gemerkt, der will eigentlich nicht so richtig drehen. Also da war von Anfang an so ein ganz komisches Gefühl dabei und so ein bisschen der Wurm drin. Ansage vom Kunden war dann: probiert's aus, wir fahren auf den Prüfstand, es soll funktionieren. Haben wir gemacht. Prüfstand hat das Auto auch in erster Instanz irgendwie überlebt, war aber auch sehr, sehr merkwürdig bei der Abstimmung. Die ganze Geräuschkulisse des Motors hat sich also mehrfach verändert, nicht unbedingt zum Positiven. Er hat den Prüfstand, wie gesagt, geschafft. Ich bin auch auf eigene Achse zurückgekommen, aber leider ist es dann bei der allerersten Probefahrt auf der Straße zu einer Fehlfunktion auf den vierten Zylinder gekommen. Wir haben dann natürlich den Motor ausgebaut, haben eine Fehleranalyse gemacht oder ein Schadensbild uns angeschaut, und nach Rücksprache mit dem Kunden haben wir uns dafür entschieden, den Motor einmal komplett zu zerlegen und dann vernünftig aufzubauen. Es ist rausgekommen beim Zerlegen, dass dort schon Sleeves eingesetzt wurden. Der SR20 ist ja ein Alublock, dementsprechend wurden da schon vorher Hülsen reingesetzt in die Zylinder, aber das waren jetzt nicht unbedingt die besten, waren relativ dünnwandig, und auch die Arbeit an sich, die da gemacht wurde, die hat doch noch ein paar Wünsche offen gelassen, sodass wir gesagt haben, die Buchsen müssen raus. Wir machen die neu und es wird einmal alles ordentlich vermessen, alles einmal ordentlich geplant, gehohnt, eingestellt, gemacht, getan. Das hat ein großer, bekannter Motorenbauer gemacht, den ihr sicherlich auch von YouTube kennt. Wir waren am Ende nicht so ganz glücklich mit dem Ablauf. Da will ich jetzt aber mal den Mantel des Schweigens drüber legen. Am Ende haben wir den Motor wiederbekommen. Und um das schon mal vorwegzunehmen, der Motor läuft. Wir hatten zwar noch sehr viel Nacharbeit damit, also es war leider nicht so, dass wir den Motor einfach einbauen konnten, sondern es war tatsächlich noch sehr, sehr viel, was wir im Nachgang korrigieren mussten oder bearbeiten mussten. Aber das Resultat stimmt jetzt, und so wie das Auto jetzt hier steht,
war ja auch schon auf dem Prüfstand, wurde abgestimmt und hat natürlich neben der Straßenabstimmung logischerweise auch nochmal eine Rennsportabstimmung bekommen. Und da sind wir am Ende bei einer Leistung rausgekommen von 470 PS und 520 Newtonmeter, was denke ich für einen 2 Liter Vierzylindermotor, oder in dem Fall muss man ehrlicherweise sagen, ist es ein 2,2 Liter Tomei Stroker, schon eine sehr ordentliche Leistung ist. Schauen wir uns das Auto erstmal von außen an. Wir haben hier 19 Zoll BBS Le Mans Felgen, tatsächlich auch echte BBS Le Mans Felgen. Mittlerweile ja tatsächlich eine Seltenheit. Wir haben hier Recaro-Sitze drin, die bekannten Pole Positions. Finde ich, sieht hier auch sehr, sehr gut aus in dem Auto. Der ganze Innenraum ist relativ schlicht und clean gehalten. Bis auf diese Anzeigen-Armada da an der A-Säule. Ohne die geht es natürlich irgendwie dann doch wieder nicht. Wobei wir jetzt im Endeffekt aufgrund des Steuergeräts, was wir hier eingebaut haben, auf diese Anzeigen theoretisch verzichten können oder könnten. Wir werden dem Kunden auch nochmal nahelegen, über kurz oder lang hier vielleicht auch wieder eines der schönen Displays, zum Beispiel von Cancheck, einzubauen, um einfach auch dann, wie gesagt, diese Anzeigengeschichte da loszuwerden. Aber das ist eben noch so dieser 90er-Style und ich finde, da passt es auch tatsächlich noch. Ja, wir haben hier eine Blitz-Newspec-Anlage. Die hat von uns jetzt noch einen neuen Katalysator bekommen, einen E-geprüften 200-Zellen-Cut, mit der das Ganze dann auch straßentauglich ist. Geräuschmessung und so weiter ist natürlich alles gemacht. Wir sagen, jetzt gucken wir mal unter die Haube und schauen, was da passiert ist. Da kommen wir jetzt zum Motorraum, dem Herzstück des Ganzen. Wir haben hier, denke ich, optisch ein Ergebnis, was absolut für sich selber spricht. Der Motorraum wurde komplett entkernt, das heißt, alles war ausgebaut. Hier ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Ich blende euch gleich nochmal Bilder ein, wie der Motorraum vorher aussah, damit ihr mal den direkten Vergleich habt zum jetzigen Zustand. Der Motorraum wurde dann auslackiert, es sind diverse Neuteile gekommen. Wir hatten nämlich hier im Zuge des Umbaus auch noch Vorschäden festgestellt, die gleich mit beseitigt wurden. Das heißt, diese ganzen Träger hier, diese Streben, dieser Träger und so weiter, das sind alles originale Nissan Neuteile, die wir aus Japan haben einfliegen lassen für das Projekt und haben dann im Zuge der Restauration auch noch diverse Roststellen weggemacht, so die Klassiker, die man bei Nissan kennt, an den Domen, an den Stehblechen und so weiter. Also hier ist jetzt neben der ganzen technischen Seite, zu der ich gleich nochmal komme, auch extrem viel Karosseriearbeit und ja, man kann eigentlich schon sagen, Restauration mit reingegangen, um den Zustand, so wie ihr es jetzt hier seht, herzustellen. Ja, gehen wir mal auf die Technik ein. Angefangen hier vorne bei dem großen Luftfilter, der versorgt einen Garrett GTX 3076R Gen 2 Lader, angeschlossen wiederum an einen SPR Turbokrümmer, den ihr hier seht. Das Besondere an dem Setup ist, es ist ein Low-Mount-Krümmer, also so wie es auch original verbaut wurde. Wir haben uns hier bewusst nicht für einen Top-Mount-Krümmer entschieden, um einfach die Hitzeentwicklung unten am Motor zu belassen, um nicht mit der Downpipe zu weit hoch zu müssen und damit das Ganze halt auch noch möglichst seriennah aussieht. Der SPR-Krümmer übrigens ist bewusst nicht thermoisoliert. Wer sich jetzt wundert und sagt, Mensch, wieso ist denn da kein Hitzeschutzband drum? Bei der Downpipe und hinten bei dem Turboknie haben wir es natürlich umwickelt, weil die Firma SPR sagt, unsere Krümmer sollen nicht isoliert werden, sonst geben wir auf die Schweißnähte keine Garantie mehr.
Wir haben es jetzt auch tatsächlich so gelassen, haben aber zusätzlich, um den Motor natürlich entsprechend zu schützen, alles, was irgendwo mit dem heißen Krümmer in Berührung kommen könnte. Das heißt hier die Entlüftungsschläuche für die Ventildeckelentlüftung und auch hier nochmal die Abschirmung hin zum Bremskraftverstärker mit extra Hitzeschutz gemacht. Das heißt, die ganzen Schläuche sind ummantelt. Hier ist ein Blech reingekommen von HJS, um wirklich hier thermisch nachher keine Probleme zu kriegen, dass irgendwo was schmilzt oder irgendwas zu heiß wird. Und ich sag mal, das Auto war jetzt schon auf dem Prüfstand, hat seine Leistung gebracht. Ich glaube, wir haben bestimmt 20, 25 Läufe gemacht und thermisch funktioniert das hier alles extrem gut. Wir haben hier einen Mishimoto Wasserkühler umgebaut auf eine Elektrozage, das heißt der Viscolüfter ist draußen. Wir haben hier eine Thermoschaltung, wir haben natürlich auch noch einen Ölkühler verbaut, wir haben einen neuen Ladeluftkühler verbaut und als besonderes Highlight hier bei dem Setup haben wir auch eine Wassermethanol-Einspritzung verbaut. Die sieht man jetzt hier gar nicht, das ist auch bewusst so gemacht, die ist komplett versteckt im Radhaus installiert. Ich blende euch da gleich mal ein Bild ein, damit ihr seht, wie das Setup dort drin sitzt. Das Ganze wird befüllt tatsächlich über den originalen Wischwasserbehälter. Das heißt auch hier jetzt nicht noch irgendwo was extra mit reingekommen, sondern alles optisch zwar clean, aber trotzdem irgendwo halbwegs seriennah, nicht verbastelt. Ich denke, das ist uns hier ganz gut gelungen. Was das Farbkonzept angeht, natürlich Black and White, ganz klar passend zur Außenfarbe des Autos. Wir haben in der Mitte einmal eine Tomei-Abdeckung. Unter der Abdeckung befinden sich übrigens 4 NGK Einzelzündspulen und das Ganze wird, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, von einer G4X betrieben. Im Spritzsystem ist auch einiges passiert. Wir haben hier eine große Rail drin, wir haben Dash 8 Schläuche, wir haben einen AIM Benzindruckregler, 800er Düsen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und hinten natürlich auch entsprechend eine starke Benzinpumpe, ich meine eine 340er oder vielleicht sogar 400er, sodass wir hier auf jeden Fall genug Sprit haben und da auch bei hohem Ladedruck keinerlei Probleme entstehen. Also auch messtechnisch natürlich wieder alle Register gezogen, so wie man es von uns gewohnt ist. Wir haben neben dem MAP-Sensor und dem IAT-Sensor, also Luftmaßmesser, entsprechend natürlich rausgeflogen, ganz klar. Hier auch wieder unseren Kombisensor für Sprittemperatur, für Spritdruck, das gleiche auch nochmal für Öl und der Ölfilter ist hier nach vorne gewandert über eine Relocation-Platte, das heißt, er sitzt jetzt vorne unter dem, muss ich kurz überlegen, rechten Scheinwerfer. Auch da blende ich gleich mal ein Bild ein, weil man es hier jetzt nicht richtig sieht. Damit ist der Austausch des Ölfilters deutlich einfacher geworden und wir konnten an die Adapterplatte am Motorblock gleich noch unsere Sensoren mit verbauen, sodass wir hier über die Link also auch die volle Kontrolle haben über sämtliche Motorparameter. Dazu kommen noch 4 EGT-Sonden, die sich hier im SPR-Krümmer befinden. Die haben wir hier über einen Controller von EcoMaster angeschlossen. Der befindet sich dort hinten in der Ecke in unserem selbstgedruckten und entwickelten Gehäuse. Das gleiche gilt übrigens auch hier für diese Kappen. Auch die stammen aus unserem 3D-Drucker und aus unserer Entwicklung. Damit wird das Gewindefahrwerk geschützt und ich sag mal, es sieht einfach optisch deutlich ansprechender aus. Die Batterie wurde von uns auch verlegt. Das heißt, normalerweise, wer den Motorraum so ein bisschen besser kennt, der weiß, die sitzt eigentlich hier vorne drin. Stattdessen haben wir jetzt hier einen Stromverteiler. Das heißt, wir haben hier unsere Plusversorgung. Diese dicke Leitung hier, die kommt von hinten aus dem Kofferraum und verteilt dann den Strom entsprechend hier vorne an die Verbraucher. Das Batterieblech ist hier auch professionell entfernt worden. Wir haben sämtliche Löcher zugeschweißt, verzinkt gemacht, getan, sodass es hier wirklich sehr, sehr ordentlich aussieht. Ja, ich denke, damit haben wir eigentlich so den Motorraum erstmal gut abgedeckt. Das, was euch wahrscheinlich jetzt am meisten interessiert, sind die Fahraufnahmen und dazu kommen wir jetzt.
recht scharfen Tobay-Nockenwellen hier verbaut sind. Und was auch ganz interessant ist, ist hier dieser kugelgelagerte GTX-Lader. Da hört man also auch richtig schön so ein bisschen den Fast and Furious-Style. Ja, ich würde sagen, ich gebe euch mal ein bisschen was auf die Ohren. Ja, man hört so ein bisschen dieses Nachlaufen der Turbine. Tatsächlich ist es so, wenn man den Motor abstellt, hat man noch so ungefähr 30, 40 Sekunden dieses ganz leichte Turbogeräusch, wo die Turbine also noch weiter dreht. Das ist sehr, sehr geil. Und natürlich hier in Verbindung mit dem HKS-Turbo-Ventil halt auch dieses klassische Geräusch, so wie man es, blöd gesagt, aus Film und Fernsehen kennt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ich fahre jetzt gleich nochmal los. Der Kunde holt das Auto am Wochenende ab. Muss dann tatsächlich noch so ein bisschen einfahren, wobei wir haben auch eigentlich schon Leistung gemacht. Aber der Motor ist ja trotzdem noch relativ frisch aufgebaut. Das heißt, hier muss man noch mal ein bisschen gucken, ob alles passt. Und deswegen gibt es jetzt auch noch keine richtigen Hardcore-Fahraufnahmen. Aber ich denke, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Bis zum nächsten Mal.